Neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson und Multiple Sklerose, aber auch Epilepsie sind schwere, derzeit nicht heilbare Erkrankungen. Die Zahl der Erkrankten steigt stetig an. Um neue Wege zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen beschreiten zu können, wurde die Neuroallianz als einzigartiger BMBF-geförderter Verbund gegründet. Die Allianz verschiedener Partner aus akademischen Institutionen, Biotech und Pharmaindustrie bildet eine effektive Basis für die Entwicklung innovativer Arzneistoffe. Das Ziel der Neuroallianz ist die Entwicklung innovativer Arzneistoffe für die Diagnose und Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen. Frau Dr. Stegmann ist Neuroallianz-Konsortium-Managerin. Wir haben für die Neuroallianz ein neues Konzept entwickelt, das wir im Laufe der Zeit basierend auf den gemachten Erfahrungen stetig optimiert haben. Und dieses Konzept sieht eine industrieähnliche Organisation vor. Die Projekte werden durch interdisziplinäre Teams vorangetrieben. Wir haben auch bei den sehr frühen Forschungsprojekten von Beginn an die Patienten oder Lösungen für Patienten immer fest im Auge. Das ist uns natürlich sehr wichtig. Über die Laufzeit von 2009 bis 2018 haben die 10 akademischen und 10 Industriepartner ein Budget von 40 Millionen Euro. Damit finanzieren sie 27 Projekte, 12 therapeutische, 9 diagnostische und 6 Infrastrukturprojekte. Weshalb gerade neurodegenerative Erkrankungen im Fokus der Neuroallianz stehen und man unbedingt neue Ansätze zur Entwicklung von Arzneimitteln für diese Krankheiten benötigt, weiß Herr Prof. Dr. Wehrhahn, SC-Mitglied und erfahrener Neurologe. Neurodegenerative Erkrankungen, und davon sind die bekanntesten die Alzheimer-Erkrankungen und der Morbus Parkinson, sind Krankheiten, die durch einen schleichenden Abbau von Nervenzellen gekennzeichnet sind und dadurch zu einem nicht umkehrbaren Verlust von Hirngewebe. Das Problem bei diesen Erkrankungen ist, dass alle derzeit zugelassenen Arzneimittel hier nur die Symptome behandeln und nicht die Krankheitsursache, sodass es einen schicksalhaften Abbau von Nervengewebe und letztlich dann auch den Tod der Patienten verursacht. Die vorhandenen Verfahren ermöglichen eine Diagnose erst in Spätstadien der Erkrankung. Es werden daher dringend Diagnoseverfahren und innovative Arzneimittel benötigt, die eine effektive Behandlung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Krankheitsentwicklung ermöglichen. Aufgrund der komplexen Anforderungen an die Entwicklung von Pharmaka in dem Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen sehen viele Pharmafirmen gerade die Investitionen in diesem Bereich als besonders risikoreich an. Und durch die Kooperation mit akademischen Partnern können wir ganz neue Therapieansätze verfolgen. Wir arbeiten in dem Neuroallianz-Konsortium sehr eng mit der Grundlagenforschung zusammen und kommen dadurch sehr viel früher an Therapieansätze als in anderen Projekten. Ein Kooperationspartner in dem Verbund Neuroallianz stellt die Universität Bonn als akademischer Partner dar. Frau Prof. Dr. Müller und Herr Prof. Dr. Pfeiffer waren die Initiatoren der Neuroallianz und sind als Steering Committee-Mitglieder von Anfang an dabei. Das Konzept der Neuroallianz ermöglicht die synergistische Entwicklung von Therapeutika und Diagnostika für neurodegenerative Erkrankungen und auch die Entwicklung ganz neuer Arzneimittel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die universitären Labors industriekompatible Standards eingeführt haben, sodass beide Welten mit der gleichen Sprache sprechen, auf gleicher Augenhöhe sind und dass alle Partner davon profitieren. Herr Dr. Weinsberg, Projektleiter beim Industriekooperationspartner UCB, sieht nur Vorteile bei einem Verbund wie der Neuroallianz. Generell muss man sagen, dass eine Zusammenarbeit zwischen akademischen und Industriepartnern für beide Seiten große Vorteile bringt, wenn es so passiert wie im Rahmen der Neuroallianz. In den Projekten wird die Zusammenarbeit zwischen den Partnern durch regelmäßige Meetings und intensive Diskussionen kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Und deswegen bieten solche Kooperationen insgesamt ein großes Potenzial. Sie erlauben es zum einen, innovative Ansätze frühzeitig zu entdecken und zu verfolgen und zum anderen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Aus meiner persönlichen Sicht als Projektleiter eines Neuroallianz-Projektes im Bereich Biomarker für Epilepsie kann ich sagen, dass meine Erfahrungen ausgesprochen positiv sind. Auch akademischen Institutionen wie der Uni Bonn ermöglicht die Kooperation ganz neue Perspektiven, wie Frau Prof. Dr. Müller stellvertretend für die Uni Bonn erläutern kann. Durch das Neuroallianz-Netzwerk konnten die Forschungsbedingungen deutlich verbessert werden. Wir können Geräte von Partnern nutzen
Und es ist uns gelungen, eine einzigartige Substanzbibliothek auszubauen und auf Industrieniveau anzuheben. Wir können eine Brücke schlagen zwischen der Grundlagenforschung und der Anwendung. Das heißt, wir können neue Therapien schneller und effizienter zum Patienten bringen. Die akademischen Partner können vom Industriepartner lernen, wie industrielles Projektmanagement funktioniert. Und wir können zum Beispiel auch lernen, wie man geistiges Eigentum sichert. Für junge Wissenschaftler verbessern sich durch die Neuroallianz die Chancen, einen guten Job zu finden. Herr Dr. Timm hat seine Doktorarbeit an der Uni Bonn abgeschlossen. Seitdem ist er in einem Neuroallianz-Projektteam tätig. Dadurch konnte er industrielle Arbeitsweisen erlernen und hat sehr gute Einblicke in verschiedene Phasen der frühen Wirkstoffentwicklung erhalten. Im Rahmen der Kooperation kommt es zur Zusammenarbeit vieler exzellenter Wissenschaftler und derzeit arbeiten meine Kollegen und ich beispielsweise an einem interessanten therapeutischen Projekt. Dabei geht es um einen Rezeptor, der bei der Entstehung von schwer behandelbarem chronischem Schmerz und möglicherweise auch bei der Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen eine Rolle spielt. Wir entwickeln nun Stoffe, die diesen Rezeptor abschalten und dadurch soll der Grundstein gelegt werden für die Entwicklung neuer Arzneistoffe. Um nun die Forschung gezielt weiter voranzutreiben, benötigen wir allerdings das Know-how von Kooperationspartnern wie dem jungen Start-up-Unternehmen Cube Biotech. Auf dem Forschungscampus in Monheim befindet sich das 2012 gegründete Unternehmen Cube Biotech, welches sich auf die Expression und Strukturaufklärung von Proteinen spezialisiert hat. Frau Dr. Mertens ist Mitglied des Neuroallianz Steering Committees und Geschäftsführerin von Cube Biotech. Die Cube Biotech ist im Rahmen dieses Kooperationsprojektes mit der Rezeptorstrukturanalyse beschäftigt. Es ist wichtig, eine Kristallstrukturanalyse von einem Rezeptor zu haben, um gezielt Medikamente entwickeln zu können, die dann entweder als Aktivatoren oder als Blocker wirken können. Mit diesen Informationen kann unser Kooperationspartner an der Uni Bonn viel gezielter Arzneimittel synthetisieren. Eine solche Partnerschaft innerhalb der Neuroallianz ebnet überhaupt erst neue Wege zur Arzneimittelentwicklung. Die Neuroallianz konnte als neuartiges Kooperationsmodell zwischen akademischen Forschungsinstituten, Pharmafirmen und Biotechnologieunternehmen erfolgreich etabliert werden. Es wurde gezeigt, dass in der Neuroallianz gemeinsam zielorientiert an Lösungen zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen gearbeitet werden kann und dadurch neue innovative Behandlungsansätze eröffnet werden. Ein solcher Verbund kann somit auch als Modell der Zukunft dienen, um dringend benötigte innovative Arzneimittel und Diagnoseverfahren zum Wohl der Patienten zu entwickeln.